Hallo und willkommen in meiner Küche. Hier zeige ich, wie ich Gurkensticks einkoche. Die Methode lässt sich auch beim Einkochen anderer Gurken anwenden. Hier sieht man Einlegegurken verschiedener Größen im Gegensatz zu Salatgurken. Ganz links sind ganz junge, winzige Gurken, rechts daneben durchschnittliche Einlegegurken, wieder rechts daneben Einlegegurken, die zwar noch nicht sehr ausgewachsen sind, aber schon eine ziemliche Fülle haben, und ganz rechts sieht man sogenannte Gärtnergurken, die eigentlich kaum noch größer werden können und schon fast vor der Fruchtreife stehen. Aus den kleinen Gurken ganz links macht man sogenannte Cornichons. Das Rezept habe ich hier. Aus den ideal großen Gurken kann man Gewürzgurken machen, den Link findet ihr hier. Aus der riesigen Gurke ganz rechts kann man schlesische Gurkenhappen machen, der Link ist hier. Und aus den leicht rausgewachsenen Gurken mache ich Gurkensticks, und wie das geht, zeige ich im Folgenden. Die Gurken müssen als erstes natürlich gut gewaschen und am besten abgebürstet werden, um allen Sand etc. zu entfernen. Danach werden sie geviertelt und das Kerngehäuse entfernt, da es später keine sehr schöne Konsistenz behält. Man schneidet dabei aber möglichst nie zu den Fingern hin, sondern eher von den Fingern weg. Oder aber man nimmt die Gurkenstücke in die Hand und benutzt ein kleines Küchenmesser. Danach kann man die Gurken in die bereitstehenden Gläser wie gezeigt einfüllen, wobei man die Stücke ruhig ein wenig pressen kann. Hier noch ein Tipp zu den Gläsern. Wer am Einkochtag Gläser suchen und spülen muss, macht sich das Leben schwer. Besser ist es, sich zum Beispiel im Keller einen festen Ort einzurichten und dort saubere Gläser mit den passenden Deckeln staubgeschützt zu lagern. Für Gurken nehme ich wegen des Geruchs immer dieselben Gläser, den Rest sortiere ich nach Art und Größe. So, mittlerweile sind alle Gurken eingefüllt und der Sud kann vorbereitet werden. Die Frage ist nur, wie viel Sud genau soll ich jetzt vorbereiten? Um das herauszubekommen, mache ich es immer so, dass ich die Gläser jetzt mit Wasser auffülle. Anschließend stelle ich ein Gefäß, zum Beispiel den Topf, auf eine Waage und leere das Wasser aus den Gläsern hinein. Das mag jetzt etwas umständlich erscheinen, aber ihr könnt mir glauben, am Ende ist man froh, keine Reste zu haben oder noch schlimmer, eine fehlende Menge nachbereiten zu müssen. Hier habe ich 1094 Gramm Wasser. Ich weiß jetzt also, dass ich 1094 Gramm Sud benötige. Für die Zusammensetzung des Sudes gibt es eine einfache Faustregel. 3, 2, 1. Also 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig, 1 Teil Zucker sowie Salz und Gewürze, dazu später mehr. Der Sud besteht aus 6 Teilen, denn 3 plus 2 plus 1 ergibt 6. Mit Hilfe des Taschenrechners lassen sich nun die Mengen berechnen. 1094 geteilt durch 6 ergibt 182, das ist also ein Sechstel. Dieses multipliziert man mit 3, ergibt 547, das ist die benötigte Wassermenge, die in den Topf gegeben wird. Auf das Gramm genau muss man weder rechnen noch arbeiten, ich mache das jetzt hier nur des Verständnisses wegen. 182 mal 2 ergibt 364. Das ist also die benötigte Essigmenge in Gramm, welcher zum Wasser gegeben wird. Man muss aber gegen Ende ein bisschen aufpassen, denn rausnehmen lässt sich der Essig schlecht. Zu guter Letzt braucht man noch einen Teil Zucker, das sind 182 Gramm. Der Zucker dient nicht der Konservierung, sondern mildert die Schärfe des Essigs. Man kann also auch weniger nehmen, was ich hier mache. Dann benötigen wir noch Salz. Ich nehme immer 1%, also eigentlich 11 Gramm, aber ich bin auch gerne ein bisschen großzügig. Das Salz wird in den Sud gegeben und alles wird zum Kochen gebracht. Bis es soweit ist, können die Gurken gewürzt werden. Als erstes schneide ich eine Zwiebel in Stücke und verteile sie auf die Gläser. Bei der Auswahl der Gewürze ist man eigentlich recht frei. Wenn man ein Gewürz nicht mag, lässt man es einfach weg und fügt ein anderes hinzu. Mit der Zeit sammelt man Erfahrung und lernt seine Vorlieben kennen. Hier habe ich sogenannten Gurkendill. Das ist eine ausgewachsene und blühende Dillpflanze. Die Blüte zerteile ich entsprechend der Anzahl meiner Gläser, die Stängel werden auf die Höhe der Gläser eingekürzt
und in die Gefäße gegeben. Das geht einfacher, wenn man die Stängel am Glasrand entlang schiebt. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Hier gebe ich Senfkörner in die Gläser, pro Glas einen Teelöffel, weil ich es gerne mag. Dies sind Lorbeerblätter, davon bin ich kein so großer Freund, also pro Glas nur ein kleines oder ein halbes Blatt. Des Weiteren ganze Pfefferkörner, pro Glas so 5 bis 10 Stück. Das sind Wacholderbeeren, deren Geschmack ist recht intensiv, also bei diesen relativ kleinen Gläsern besser nur eine Beere pro Glas. Nelken sind ebenfalls sehr intensiv, also auch hier nur eine Nelke pro Glas und achtet darauf, ob die Nelke oben noch die Kugel hat, dann ist sie mehr oder weniger intensiv. Man kann auch noch weitere Gewürze verwenden, wie zum Beispiel Knoblauch, Chili, Piment oder anderes. Ich finde aber, irgendwann ist mehr einfach nur mehr und bringt keinen wirklichen Vorteil. Ich verwende lieber bei anderen Gurken andere Gewürzkombinationen, damit nicht alles gleich schmeckt. Man sollte auch unbedingt darauf achten, dass die Deckel nicht verbeult, verbogen, verrostet oder gar löchrig sind, denn dann funktioniert das Vakuum später nicht. Man kann die Deckel auch nicht endlos benutzen, irgendwann sind sie abgenutzt und man muss sich neue Deckel anschaffen. Nach all der Arbeit wäre es schade, wenn die Gurken aufgrund von Materialschwäche verdürben. Der Sud kocht mittlerweile und kann über die Gurken gegossen werden. Spätestens jetzt werdet ihr nachvollziehen können, wie schön es ist, die passende Menge zu haben. Zum Schluss sollte man kontrollieren, dass der Dill nicht über den Rand steht. Die Deckel werden aufgesetzt und fest verschlossen. Ich habe keinen Einkochtopf, aber das ist nicht schlimm. Ich habe hier diesen großen Topf, der geht auch. Damit die Gläser nicht direkt auf dem Topfboden stehen, habe ich den Boden einfach mit etwas Haushaltspapier ausgelegt. Man kann auch ein Geschirrtuch, ein Metallgitter oder einen Topflappen nehmen. Der Topf wird mit Wasser befüllt, die Gläser werden hineingesetzt und der Topf noch so weit mit Wasser befüllt, dass die Gläser ungefähr zur Hälfte im Wasser stehen. Das Wasser bringt man zum Kochen, reduziert die Hitze und lässt alles 20 bis 25 Minuten simmern, also bei geringer Hitze vor sich hin köcheln, natürlich unter dem Deckel. Bei größeren Gläsern verlängert sich die Kochzeit natürlich. Die Gurken werden durch und durch heiß und garen im Sud. Waren sie anfangs noch schön grün, haben sie mit der Zeit diese intensive Farbe verloren, woran man auch erkennen kann, dass man auf dem guten Weg ist. Man nimmt die Gläser aus dem Topf und lässt sie mit einem Handtuch bedeckt auskühlen. Direkt nach dem Kochen wölben sich die Deckel konvex nach außen. Das könnt ihr vielleicht erkennen, da ich den Bleistift oben auflege. Rechts und links ist Luft und ich kann ihn hin und her wiegen. Beim Abkühlen zieht sich Materie zusammen, nicht nur in einem Thermometer, sondern auch im Gurkenglas und folglich wird der Deckel nun nach unten gezogen. Einmal abgekühlt, kann man jetzt erkennen, dass der Deckel nun deutlich konkav geformt ist. Ich lege den Bleistift darauf und in der Mitte ist Luft. Das Vakuum hat sich also gebildet. Das wäre nicht so, wenn der Deckel nicht zu 100% schließen würde. Das sollte man immer kontrollieren und zwar einen Tag und eine Woche nach dem Einkochen. Sollte ein Glas undicht geworden sein, muss es demnächst verbraucht werden, aber es gibt Schlimmeres. Vor dem Öffnen sollten die Gurken wenigstens eine Woche stehen bleiben, damit sich die Aromen der Gewürze entwickeln können. Manchmal lässt sich ein Glas nicht öffnen, weil man nicht die Kraft hat. Man kann es dann kopfüber in heißes Wasser stecken und anschließend versuchen, es zu öffnen. So muss es sich anhören, wenn man das Glas öffnet. Sie schmecken gut zu Salaten oder auf Brot. Ihr wisst sicher schon, wozu ihr sie mögt. Vor allem sind sie nicht so weich und so süß. Hier ist noch die Zutatenliste.
eingelegte Gurkenstücke, mittelgroße Gurken. Sud 3 Teile Wasser, 2 Teile Essig, 1 Teil Zucker, ca. 1% Salz, bezogen auf das Gewicht des Sudes. Gewürze: Zwiebel, Gurkendill, Lorbeerblatt, Senfkörner, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Nelken, alles dosiert nach Geschmack. Darüber hinaus nach Geschmack auch noch Knoblauch, Chili, Ingwer, Piment oder anderes. Viel Spaß beim Einkochen und wie immer guten Appetit!